Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Video zur Marché Noir Ausgabe Nummer 4. Heute möchte ich euch zeigen, was ich alles für tolle Funde gemacht habe und natürlich auch mein Fazit zur 4. Marché Noir geben, die am 16.02.2025 in Dorsten stattgefunden hat. Ja Leute, die Marché Noir Ausgabe Nummer 4 ist schon wieder Geschichte. Lange drauf gefreut. Das erste tolle große Event dieses Jahr im Jahr 2025 hat letzten vergangenen Sonntag, den 16.02.2025, diesmal in Dorsten stattgefunden. Die Marché ist umgezogen von Dortmund nach Dorsten, auch wieder in eine schöne, ich nenne es mal Fabrikhalle, die wesentlich größer war wie letztes Jahr. Letztes Jahr war schon toll. Die Marché Noir 3 war unsere erste Veranstaltung. Dieses Jahr waren wir sofort wieder mit dabei, haben uns sofort Karten geholt im Vorfeld. Und was soll ich sagen? Größere Halle, mehr Fläche, mehr Aussteller, genau die geile Community wie vorher auch. Also richtig schön. Es war richtig klasse. Es hat richtigen Spaß gemacht wieder. Sehr viele tolle Gespräche gehabt, neue Leute kennengelernt, alte Freunde, alte Bekannte wieder getroffen. Marché Noir ist einfach ja, eine Wohlfühloase für Nerds und unseresgleichen. Und deswegen vielen Dank nochmal an Lisa, an den Carsten, an das komplette Marché Noir Team, die sowas Tolles hier auf die Beine gestellt haben. Ohne Umschweife möchte ich zu meinen Funden kommen. Und ich würde sagen, ich fange an mit Deals, die ich im Vorfeld schon abgesprochen hatte oder die schon im Vorfeld abgesprochen waren, wo wir dann eine Übergabe vor Ort gemacht haben. Und ich würde anfangen mit, womit fangen wir an? Genau, der Mayo vom Kanal kennt ihr noch, hat mir was mitgebracht, nicht von ihm, sondern von der lieben MF Shearer, die ich letztes Jahr das erste Mal persönlich lernen durfte. Hat einen Instagram-Kanal, auch sehr schöne Sachen, guckt gerne mal da rein, MF Shearer. Und sie hatte mir schon mal geschrieben gehabt, dass sie das ein oder andere hat, was mir gefallen könnte, möchte es mir gerne mitbringen, konnte leider nicht zur Marché erscheinen, deswegen hat sie es aber dem Mayo mitgegeben und der Mayo hat es mir dann übergeben. Und zwar fangen wir an mit einem schönen 1976 Biene Maya Quartett. Das hat sie mir mitgegeben, beziehungsweise dem Mayo. Sehr schön, das freut mich wahnsinnig. Und ein tolles Glas von Walt Disney. Das müsste auch frühe 80er sein. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sieht oder ob man mich dadurch durchsieht. Aber auch ein sehr schönes Glas. Davon habe ich schon eins von der Biene Maya. Und jetzt habe ich es auch von Disney mit den... Ja, das sind genau meine... Mickey Mouse, mein Onkel Dagobert, das sind meine Zeichnungen, damit bin ich aufgewachsen mit denen, finde ich sehr toll. Also nochmal MF Shearer, vielen Dank für die beiden Sachen und Mayo natürlich danke fürs Mitbringen, aber auch mit Mayo habe ich noch einen Deal gehabt, beziehungsweise er hat mir was mitgebracht von sich, das hat er mir auch gezeigt, er hat gesagt, hast du da Interesse dran? Ich sagte, jo, habe ich noch nicht. Und dann hat er mir eine Schallplatte, einen Soundtrack mitgebracht und zwar von Flash Gordon, von dem Film Flash Gordon aus den 80ern. Soundtrack wurde ja beigesteuert von Queen, von der legendären Gruppe Queen mit Freddie Mercury als Sänger und das Flash-Theme, das Flash-Lied ist halt Kult. Hier hinten haben wir ihn nochmal drauf, den guten Flash. Also vielen Dank dafür. Und dann hat er gesagt, hier, du bist ja auch ein Otto-Fan. Und ich sagte ja. Und dann sagte er, guck mal, ich habe hier noch was für dich. Und hat mir noch eine Otto-Schallplatte mitgebracht. Und zwar Otto Color. Ja, auch die hat er mir mitgebracht. Also vielen Dank für die tollen Sachen. Und das war ein toller Start in die Marché oder auf der Marché. Aber es geht natürlich noch weiter. Denn ich habe bei Z-Toys noch was im Vorfeld gekauft. Das hat mir der gute Christian dann auch mit zur Marché gebracht. Und zwar habe ich ein tolles Battlestar Galactica Set, die Colonial Viper, also den Flieger, den Kampfflieger der Guten, nenne ich es mal, wo Starbuck und Apollo mitgeflogen sind, mitgebracht von Mattel aus dem Jahr 1978 ist das Gute. Das Ganze ist gegradet von UKG mit einem 75er Grade. Ja, schön in Acryl. Ja, die Box, ich sammle ja
Battlestar Galactica, Buck Rogers, also diese alten Figuren wirklich, diese alten Sachen, die machen mir so einen Heidenspaß. Und wenn es dann noch in einem schönen Case ist, sodass nichts drankommen kann, finde ich es umso schöner. Wie gesagt, den hat mir der Christi, hat mir Z-Toys mitgebracht. Vielen Dank nochmal dafür. Und weiter geht's direkt mit Trading Cards. Denn ich hatte vor einiger Zeit ein WWF, ja, richtig gehört, ich und WWF, ein Angebot bekommen, ein WWF-Sammelordner von Merlin von 1995 wurde mir angeboten. Der war fast komplett, ja, der schöne Ordner mit allen Wrestling-Karten aus der 95er Serie. Ja, es haben 3 gefehlt und der gute Stefan von Zodax Zeittresor hat mir 2 Karten mitgebracht. Die habe ich hier in dem Tütchen drin. Ja, 2 Kärtchen, um mein Album zu komplettieren. Das heißt, es fehlt mir noch 1. Ich muss jetzt mal gucken, welche Nummer es ist. Aber das habe ich schon im Vorfeld gedealt und habe es dann mitbekommen. Und genauso hatte ich die zweite Person, das zweite, kennt ihr noch, Mitglied, und zwar den Mando. Auch mit dem habe ich auch was gedealt, kann man nicht sagen, sondern ich habe ihn einfach gefragt und er hat mir was mitgebracht. Und zwar hat er mir auch Trading Cards mitgebracht, und zwar von 1991 von Terminator 2 von der Firma Impel. Die hat er mal in seinem Video auf dem Kanal, kennt ihr noch. Wenn ihr sie nicht kennen solltet, schaltet mal rein. Ja, ich versuche hier so weit wie möglich alles unten im Video, in der Videobeschreibung zu verlinken. Hat mir die Karten mitgebracht, die er dort mal ausgepackt hatte. Und das wusste ich. Was er aber noch dazugelegt hat, was ich nicht wusste, ist nochmal ein Satz von Last Action Hero Karten von 1993 mit Arnold Schwarzenegger. Ja, also 2 Schwarzenegger Kartensets, einmal Terminator 2, einmal Last Action Hero. Die hat er mir mitgebracht. Und dann war es das mit den, nein, es war es noch nicht mit den Vorab-Deals. Es geht nochmal weiter. Hier habe ich was ganz Spezielles, also ist ein kunterbunter Mix. Ich packe hier mal die Folie raus, denn der Martin ist ja, Martin Refour ist wahrscheinlich vielen von euch auch bekannt, hauptsächlich durch seine Props oder Memorabilia, Screen-used, also wirklich im Film verwendete Waffen, sag ich mal, Kostüme und so weiter, die er hauptsächlich im Masters of the Universe Kosmos bekannt ist, dass er eine riesengroße Ausstellung an Originalkostümen hat zu den Masters of the Universe Realfilm von 1987. Und er hat aber auch noch andere Sachen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich von ihm, von Buck Rogers auch was bekommen habe, was Screen-used, also in der Serie wirklich benutzt wurde. Ich habe von Fuchur, von Die unendliche Geschichte, schon mal von ihm einen Teil bekommen. Auch das hatte ich in einem Video gehabt. Und er hat wieder Sachen zum Veräußern gehabt. Das ist ja genauso wie bei mir. Man sammelt und irgendwann sortiert man mal wieder aus. Vielleicht will man sich was Größeres, was anderes holen oder es passt dann doch nicht mehr so richtig in die Sammlung. Und da habe ich dann zugeschlagen und ich habe mir etwas auch wieder geholt, was im Film wirklich zu sehen war. Und diesmal ist es ein Helm. Leute, ich habe hier einen Helm und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von euch so erstmal nichts mit diesem Helm anfangen können. Ja, das Schöne ist, der wurde wirklich im Film benutzt. Man sieht ihn auch im Film. Ich sage euch gleich, von welchem das ist. Das Schöne ist, das ist kein Helm, der irgendwie zu Dutzenden im Baumarkt gekauft wurde und dann umgebaut wurde, sondern der wurde komplett für den Film erstellt. Man sieht es hier. Ja, also der wurde komplett für den Film erstellt. Ja, den Helm gibt es so kein zweites Mal. Ja, es gibt im Film einige von denen, die alle immer ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ja, den habe ich bekommen. Also der ist auch, ich denke mal, wenn man genau hinguckt, könnte man auch sagen Screen Match. Das heißt, man könnte ihn im Film sehen. Und jetzt zeige ich euch, aus welchem Film er ist. Ihr könnt ja mal raten. Und ich zeige euch erstmal das Bild hier und dann wisst ihr es auch. Und zwar von John Carpenters Ghosts of Mars. Ja, ein Film, der Anfang der 2000er, glaube ich, rausgekommen ist, mit einem sehr, sehr jungen Jason Statham, mit Natasha Henstridge, mit Pam Grier und mit Ice Cube. Ich verwechsel die immer zwischen Ice-T, Ice Cube und so weiter. Also ein späterer John Carpenter-Film, das hat er mir noch beigelegt. Und hier ist auch noch das Echtheitszertifikat, dass dieser Helm halt wirklich echt ist, dass der aus dem Film stammt. Ich finde sowas richtig, richtig klasse. Ein Stück
Film zu besitzen, vor allem Ghosts of Mars. Werden sich jetzt viele von euch denken, warum denn von Ghosts of Mars? Ich habe zu dem Film eine kleine Verbindung, weil den habe ich damals im Kino tatsächlich mit meinem Bruder gesehen. Ist einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich mit meinem Bruder im Kino gesehen habe. Deswegen hat er so für mich so ein bisschen so ein nostalgisches Flair. Und nachdem ich gesehen habe, dass der Martin den anbietet, hatte ich den Film auch nochmal online irgendwo gestreamt, weil ich habe den nicht auf DVD, ich glaube, den gibt es auch aktuell gar nicht, oder auf Blu-ray, der ist relativ teuer, wenn man ihn haben möchte, auf dem Zweitmarkt. Nochmal angeguckt und dachte mir, ja, das ist eine Trash-Perle, aber er ist irgendwie auch cool. Deswegen habe ich mir dann den Ausschluss, gab es mir dann den letzten Ruck, dass ich mir diesen Helm besorge und der ist jetzt in meiner Sammlung. So Leute, dann habe ich Videokassetten gefunden. Die Marché ist ja mittlerweile bekannt dafür, dass es halt nicht nur Toys gibt, wobei das auch immer noch sehr, sehr viel da der Fall ist, aber auf der Marché Noir findet ihr alles Mögliche. Über T-Shirts, Teppiche wurden da, Custom-Teppiche wurden da verkauft, Videokassetten, Schallplatten, also alles Mögliche. Und an einem Stand habe ich tatsächlich Videokassetten gefunden und die musste ich mir einfach mitnehmen, denn es sind die alten Hardcover-Buchhüllen, die bedruckten Buchhüllen hier, nicht mit einem Einleger drin, von 20th Century Fox, von CBS Fox steht hier sogar noch drauf, von Star Wars. Ich habe hier einmal die Story vom Krieg der Sterne. Das ist quasi ein Making-of, was damals rausgekommen ist. Und das Schöne ist, hier steht halt noch Krieg der Sterne drauf. Da steht nicht Star Wars, A New Hope oder keine Ahnung was, sondern wirklich von Krieg der Sterne. Und das Ganze ist 1990 rausgekommen hier. Also überlegt mal schon wieder, wie alt das ist. Ja, in einer schönen Buchhülle. Und oftmals ist es so, dass dieses Kunststoff hier immer ausgetrocknet ist und brüchig ist und sobald man es anfasst, fällt es auseinander. Das ist noch super. Es ist keine einzige Kassette, hat irgendwie einen Riss oder einen Bruch oder sowas. Und es ist sogar noch ein Werbeflyer mit drin. Ja, und auch die Kassetten sind alle, die Bänder sind nicht schimmlig, ja, die Bänder sind einwandfrei. Das heißt, ich werde mir das alles in Ruhe auch nochmal auf VHS auf meinem Videorekorder angucken. Das ist die Kassette. Dann habe ich hier einmal die Ewoks Karawane der Tapferen, auch gleiches Design, die kamen ja alle zeitgleich dann raus. Ist nämlich auch 1988, steht hier jetzt drauf. Kann natürlich auch sein, dass er sogar 1986, doch der müsste schon 1986 herausgekommen sein, tatsächlich. Ja, also auch sehr, sehr schön in dieser, ich mag diese Hüllen halt einfach so dermaßen. Das Imperium schlägt zurück, auch wieder Krieg der Sterne steht drauf. Das Imperium schlägt zurück, auch in der schönen Hülle. Und dann haben wir die Rückkehr der Jedi-Ritter und da ist es dann geändert, da steht dann schon Star Wars drauf. Ja, der Kenner, dem wird jetzt aufgefallen sein, dass ich hier habe einmal ein Making-of von dem ersten Teil, einmal die Ewoks, einmal das Imperium schlägt zurück und einmal die Rückkehr der Jedi-Ritter. Dem geschulten Auge wird aufgefallen sein, dass mir der Krieg der Sterne selbst fehlt. Also solltet ihr diese Kassette in diesem Format, in diesem Buchformat haben und solltet ihr sie ja, loswerden wollen, dann schreibt mich einfach an und wir werden uns mit Sicherheit einig. So, dann war ich beim Film Retro Shop. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Auch die hatten einen Stand, die waren auch letztes Jahr schon da, haben immer coole Musik laufen lassen, haben halt wirklich so einen kleinen Aufbau, der halt so ein bisschen aussieht, so ein bisschen an ein altes 80er Jahre Wohnzimmer erinnert, mit einem Röhrenfernseher dabei und so weiter, haben schöne Musik laufen lassen und haben halt auch ja, Filme verkauft, angeboten und da habe ich mir geholt einmal weitere Videokassetten, einmal den Eraser, also ein später 90er Jahre Schwarzenegger-Film und was mich ganz besonders gefreut hat, ist eins der ersten Bootlegs, die ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit richtig hochpreisig gehandelt wurden. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich habe mir hier Rambo 2 geholt. Der Auftrag, ja auch richtig cool. Ja, und auch von der Kassette her, Rambo 2, der Auftrag, ist auch richtig schön. Auch die Bänder sind im einwandfreien Zustand. Das habe ich mir bei den Jungs vom Film Retro Shop geholt und dann haben sie auch noch Laserdiscs gehabt und da habe ich dann auch
eigentlich ein bisschen widerwillig geguckt, weil ich dachte, boah, nee, will ich gar nicht mit anfangen. Aber dann habe ich dann doch zugeschlagen. Und zwar habe ich mir einmal die Laserdisc geholt von dem Kindergartenkopf, Arnold Schwarzenegger, der Kindergartenkopf. Dann eine Sealed, also die ist sogar noch verschweißt. Ist zwar eine US-Laserdisc, aber das spielt überhaupt kein Thema bei mir oder für mich. Und zwar Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Auch richtig, richtig cool. Die ist noch original verpackt. Ja, finde ich richtig geil. Stallone Cliffhanger Widescreen Laserdisc Edition. Aber das Nonplusultra hier war tatsächlich auch wieder der gute Arnold. Und zwar auch Laserdisc. Die Terminator 2 Special Edition in einem Buchformat, nenne ich es mal, in einem Großbuchformat. Richtig harte Hülle. Wahrscheinlich so ein bisschen, weiß nicht, Kunstleder, sag ich mal. Hier das Ganze ist so ein bisschen metallisch angehaucht. Und es ist richtig cool. Terminator 2 Special Edition. Ja, es sind 3 Laserdiscs noch mit einem Inlay dabei, mit einem Flyer dabei, den man aufklappen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn jetzt drin stecken habe, den guten Flyer. Ich hole euch mal provisorisch mal einfach. Doch, ich habe ihn erwischt. Sehr schön. Wieder 3 Laserdiscs sind drin. Und ich mag das ja, wie auch bei den Schallplatten halt auch. Ja, dieses schöne Ganze sieht auch noch aus wie neu. Faltblatt hier. Das kann ich sogar, oh Gott, das kann ich sogar nochmal richtig ausklappen. Also finde ich richtig schön. Ja, mit richtig schön viel Text nochmal dabei, den man sich durchlesen kann. Zu einem, natürlich, einem meiner Lieblingsfilme, zu Terminator 2. Das packen wir jetzt wieder hier rein. Und freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt auch diese Laserdiscs zu Stallone und Schwarzenegger perfekt in meine Sammlung passend jetzt auch in meiner Sammlung habe. Ja, und ihr wolltet es so, natürlich, weil wir gerade über Stallone und Schwarzenegger sprechen, habe ich hier noch was. Ich halte es einfach so, ich halte es nicht aus, ich halte es einfach so in die Kamera. Ich habe hier eine Sylvester Stallone Büste von Rambo mit seinem schönen Messer, mit den Pfeilen hinten drin. Büste im einwandfreien Zustand, die gab es 2009 zur, meine ich, DVD-Edition zu Rambo 4 nenne ich es einfach mal. Von Kinowelt ist auch hier unten, ist limitiert auf 5000 Stück. Die hatte jemand da gehabt. Ja, und die musste ich mir einfach mitnehmen, weil ich auch einfach finde, dass der Headsculpt, das Gesicht halt einfach toll getroffen ist und die Büste in einem so schönen, tollen, neuwertigen Zustand ist. Der Verkäufer hat auch gesagt, die hat bei ihm auch nur im Regal gestanden. Und die verschönert jetzt, die ist so schwer, das ist Gips oder ich weiß es gar nicht genau. Die ist richtig schwer und die habe ich dann mit mir rumgeschleppt halt auch noch. Und bis ich die endlich mal im Auto hatte, Wahnsinn. Also richtig, richtig klasse. Die ist dann auch perfekt für meine Sylvester Stallone Rambo-Sammlung. Finde ich richtig, richtig klasse. Was sagt ihr? Ja, bei Z-Toys, nochmal auf Z-Toys zurückzukommen selbst, habe ich auch eine Kleinigkeit mitgenommen. Und zwar einmal ein Quartett von Susi und Strolch. Ja, Quartetts, alles was mit Karten, Pappe zu tun hat, ist ja momentan so bei mir halt richtig, richtig im Hype. Und nochmal ein kleines Super Mini FX Schmidt Biene Maya Quartett. Auch das habe ich nochmal mitgenommen bei Z-Toys. Und ja, was soll ich sagen, jetzt geht es nochmal mit ein paar Sachen, mit ein paar schönen Sachen, die jetzt in meine neue Sammelleidenschaft perfekt reinpassen, weiter. Und zwar habe ich an einem Stand, der relativ gemischte Sachen angeboten hat, ein Panini-Sticker-Album, ein neues Panini-Sticker-Album von 1991 der Cartoon-Serie zur Police Academy. Zu den Police Academy-Filmen gab es ja auch damals eine Zeichentrickserie. Das habe ich mir mitgenommen. Das Ganze ist unbeklebt und hat sogar noch die Promo-Sticker hier vorne mit drin. Die 6 Bilder. Hat noch den Bestellschein mit drin. Der Bestellschein ist auch noch mit drin. Wie gesagt, ein neuwertiges, ungeklebtes, ungeklebtes Police Academy Sticker-Album. Am gleichen Stand habe ich mir dann noch mitgenommen. Einmal eins für die Sammlung, werde ich nicht auspacken. Von Topps ein Teenage Mutant Ninja Turtles, genau. Zum zweiten Teil ein Trading Card, ein Wax Pack von 1991. Das ist noch sealed. Ja, da ist kein Kaugummi drin, da sind einfach nur 8 Karten und ein Sticker drin.
Und von 1982 habe ich mir noch ein Donkey Kong Wax Pack mitgenommen. Da ist noch ein altes Kaugummi drin, aber das bleibt noch da drin, das werde ich nicht auspacken. Hier sind 3 Rub-Off-Cards drin. Das sind so kleine Kärtchen, wo ich dann halt mit einem Geldstück so was frei rubbeln kann. 3 Sticker und ein Bubblegum ist hier drin. Und an einem weiteren Stand hatte ich auch nochmal Trading Cards gesehen, und zwar von Mars Attacks, von dem Tim Burton Film aus den 90er Jahren. Gab es von Topps auch diese Widescreen, diese Wide Vision Karten. Das sind also eine längere Karten. Da hat er ein ganzes Display stehen gehabt, wollte 4 Euro für so ein Päckchen haben. Ich habe mir dann ein Päckchen bei ihm mitgenommen, habe dann gesagt, komm, eins nehme ich mit, auch so für die Sammlung, für in die Sammlung zu stellen. Und mit dem Verkäufer kurz ein bisschen geschnackt und dann meinte er, ja, cool, wenn wir die anderen auch noch losbekommen und so weiter. Und dann sagte ich, ja cool, wenn du die anderen losbekommst, dann denk mal an mich, weil dann brauchst du ja auch die Box nicht mehr, wo die alle drin sind. Ja, dann kannst du mir noch die Box dann aufheben. Dann sagte er, Moment, warte mal, du willst eine Box haben? Wir haben noch eine übrig. Ja, dann kramt er so unterm Tisch und dann holte er die Topps-Box raus, die er unten drunter quasi schon im Altpapier drin hatte. Ja, und die ich dann hier so schön hinstellen kann. So, also sprich das Ladendisplay, das Thekendisplay. Hätte mir dann noch theoretisch 2 Stück holen wollen von den Päckchen, dann hätte ich die also schön reinlegen können. Aber da habe ich dann am Ende nicht mehr dran gedacht. Aber wie gesagt, die Box hat er mir einfach so mitgegeben. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja Leute, das waren meine Funde, meine Erlebnisse von der Marché Noir Teil 4 vom 16.02.2025. Ja, wart ihr auch da? Was habt ihr gefunden? Wie fandet ihr das Ganze? Wie fandet ihr das neue Ambiente in der neuen Halle? Lasst es mich wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, bei Lisa und bei Carsten, dem Orga-Team und allen, die da noch dazugehören. Danke nochmal an alle, die ich wieder treffen konnte, die ich zum ersten Mal getroffen habe, mit denen man sprechen konnte. Ich möchte hier keinen Einzelnen erwähnen, aus Angst, irgendjemanden zu vergessen. Deswegen mein Dank geht raus an alle. Es war ein mega tolles Wochenende. Es war ein toller Tag. Leute, von sowas zehre ich sehr, sehr lange. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Retro Raune.